glaube, die Österreicher haben Vertrauen in die Digitalisierung, weil wir immer schon ein innovatives digitales Land waren. Wenn wir eine Smart City für die Bürger machen wollen, müssen wir sie auch mit den Bürgern gemeinsam erarbeiten. Die Erfolgsfaktoren der Plattform Digitales Österreich sind einerseits die Nachhaltigkeit durch die Einbindung wirklich aller Stakeholder, das heißt Bundesebene, Landesebene, Kommunen und der Wirtschaft, der Interessensvertretungen. Und drittens, dass wir einfach versuchen, gemeinsam Projekte aufzusetzen und dann diese auch in Mustergemeinden, in Musterstädten auszuprobieren. Und da ist Wien sicherlich eines der schönsten Beispiele. Im internationalen Städtevergleich ist die Mobilität, das Verkehrsverhalten der Wienerinnen und Wiener vermutlich wirklich ein Stärkefeld. Seit den 80er Jahren hat Wien eine sehr konsequente Verkehrspolitik hin zum öffentlichen Verkehr. Das vorläufige Endergebnis, dass nur mehr rund 27% der Wege in Wien mit dem Auto zurückgelegt werden. Und das ist international ein absoluter Spitzenwert. Wir wollen wirklich Stadt erzeugen, ja? Also Stadt mit dem gesamten städtischen Leben, von Wohnen über Arbeiten, über Kultur, über Freizeit. Und wir wollen und haben das bereits begonnen, Aspern auch zu unserem Testfeld zu machen, einfach für die nachhaltige Stadt, für die kluge Stadt, für die smarte Stadt. Ja, für uns ist das Thema Smart Cities oder Stadtentwicklung, Stadt der Zukunft, urbane Entwicklungsräume ein ganz zentrales Thema in einem unserer früheren Departments, jetzt Centers. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit der Stadt Wien sozusagen ein Living Lab einerseits, ein Best Practice Beispiel andererseits haben, weil die Stadt Wien ja sozusagen viele dieser Dinge schon umsetzt. Und ein Beispiel ist gerade die Seestadt Aspern, wo ja ein ganzer Stadtteil auch mit unserer Hilfe designt, entwickelt und jetzt gebaut. Und zwar in einer Weise gebaut wird, dass es sehr partizipatorisch alle Beteiligten dann schon im Designprozess, im Entwicklungsprozess dabei sind. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir keine vorgefertigten Ergebnisse haben. Dass es wirklich so ist, dass wir gemeinsam Dinge erarbeiten. Und das bemerken die Bürgerinnen und Bürger auch. Und gerade bei dieser digitalen Agenda hat sich eine Community gebildet. Die trägt bei, die macht Vorschläge, die stimmt ab, aber die schaut uns auch genau auf die Finger. Und so entsteht Trust. Trust in die Richtung, dass wir mit den Dingen auch verantwortungsvoll umgehen. Das vielleicht interessanteste oder aktuellste ist die Sachs Wien App. Die ist aus dem Handlungsfeld Smarte Services für die Stadt entstanden. In einem solchen Offline Open Space, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern hat sich dort herauskristallisiert als ein großer Wunsch. Und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern haben wir dann auch noch diese Sachs Wien App nicht nur konzipiert, sondern auch in iterativen Prozessen umgesetzt. Das heißt, wir hatten ein Testteam aus dieser Community. Und die haben mit uns gemeinsam in einem permanenten Dialog diese App besser gemacht. Ich denke, die Wienerinnen und Wiener haben deshalb Vertrauen in die Smart City, weil Wien einfach seit Jahrzehnten für eine hochwertige Verwaltung der Stadt steht. Die wichtigste Erkenntnis für uns ist, es muss sich keine Verwaltung vor einem offenen Innovationsprozess fürchten.
Und da ist meine Vision, dass wir da einfach wirklich mutig schauen, das Maximum für die Stadt und ihre Bürgerinnen herauszuholen.